Willkommen im Cyberspace, liebe Hexers und Python-Enthusiasten, zu einem epischen Schlagabtausch zwischen den Titanen der Python Backend Frameworks. Ihr seid hier, um zu erfahren, welches dieser Frameworks das Potenzial hat, sie alle zu knechten. In diesem Video werden wir uns durch die Welt der Python Backend Frameworks insgesamt durchkämpfen und sie gnadenlos miteinander vergleichen, um herauszufinden, welches am Ende die Krone erringt. Wir werden uns 5 der bekanntesten Python Backend Frameworks ansehen, nämlich Django, Flask, FastAPI, Pyramid und Tornado. Sie alle haben ihre eigenen Stärken und natürlich auch Schwächen, ihre treuen Anhänger und ihre erbitterten Gegner. Doch am Ende kann nur eines siegen oder vielleicht auch nicht, denn in der Welt der Informatik gibt es einfach nie eine einfache Antwort. Also nehmt in der Arena Platz, denn die Champions des geschlängelten Hintergrunds haben sich schon ihre Rüstung für den Kampf angezogen. Und verzeiht die Prise Humor, die ich in der letzten Zeit in meine Videos einbaue. Irgendwer hat gesagt, dass Informatiker keinen Spaß können, aber ich sehe das einfach anders. Bereitet euch also darauf vor, alles über die Hintergründe, die Anwendungsfälle und die entscheidenden Kriterien zu erfahren, die diese Frameworks zu dem machen, was sie sind. Und am Ende werden wir vielleicht herausfinden, welches dieser Frameworks das Recht hat, den Titel "Ein Framework, sie alle zu knechten" zu tragen. Möge die Python Backend-Schlacht beginnen. Bevor wir uns in den gnadenlosen Vergleich stürzen, lasst uns einen Moment innehalten und uns fragen, warum sind Backend-Frameworks überhaupt wichtig? Nun, liebe Zuschauer, sie sind der unsichtbare Klebstoff, der unsere digitale Welt zusammenhält. Sie sind das Rückgrat der Webanwendungen und sorgen dafür, dass alles ebenso reibungslos funktioniert, während wir uns durch das Internet bewegen. Ohne sie würden wir uns noch in der Steinzeit der Softwareentwicklung befinden und alles in PHP machen und mühsam jeden einzelnen Prozess von Grund auf neu erstellen. Kurz gesagt, Backend-Frameworks sind eigentlich die wahren Helden des modernen Webs, ohne die es keine Microservices gäbe. Das habe ich aber schon in anderen Videos geklärt. Liebe Community, bald ist es soweit und ich bin endlich wieder zurück aus Japan für euch. Und dann wollen wir natürlich wieder richtig durchstarten, auch mit Events. Am 25. Mai findet nämlich wieder die berühmte Job.io von Get in IT statt, bei der ihr tonnenweise tolle potenzielle neue Arbeitgeber für euch findet, sowie natürlich auch Speaker, die euch interessante Themen vorstellen. Und da bin natürlich auch ich wieder mit dabei. Ich darf euch auch diese Job.io mit dem Thema SAP und ERP um 14 Uhr wieder eröffnen und euch mit einem kleinen Vortrag zum Thema Datenintegration und Echtzeitanalysen beglücken. Das ist aber ein riesiges Thema, aber einen kurzen Überblick kann ich euch auf jeden Fall in kurzer Zeit verschaffen. Also meldet euch direkt mit dem Link unten an und speichert euch den 25. Mai um 14 Uhr ab. Bis bald! Doch warum haben wir uns für Python entschieden? Python ist wie der sympathische, hilfsbereite und umgängliche Freund, den jeder haben möchte. Die Programmiersprache ist einfach zu erlernen, vielseitig einsetzbar, extrem mächtig und vor allem vermutlich das meistgesehene Tutorial auf meinem ganzen Kanal und damit auch auf der Bootstrap Academy. Außerdem hat Python eine riesige Community, die ständig neue Bibliotheken und Frameworks entwickelt, um unser Leben noch einfacher zu gestalten. Die sich im Übrigen gerne auf der Academy versammeln darf, um den Kurs noch zu verbessern durch eure eigenen Inhalte. Python ist also die perfekte Wahl für unsere epische Schlacht der Backend-Frameworks. Jetzt, da wir wissen, warum wir uns überhaupt diese Sache anschauen und warum Python eigentlich eine gute Idee ist es an der Zeit, die Kandidaten vorzustellen. In den folgenden Kapiteln werden wir uns das ein bisschen genauer angucken, aber bleibt erstmal dran, um uns überhaupt zu überlegen, was wir überhaupt beleuchten sollten. Mögen die Spiele beginnen. Django, das erste Framework in unserem epischen Vergleich, wurde 2005 ins Leben gerufen. Django beschreibt sich selbst als das Web-Framework für Perfektionisten mit Terminen. Es ist ein vollwertiges Framework, das viele Funktionen und Werkzeuge direkt out of the box bietet. Django folgt dem Batteries Included Ansatz und ist bekannt für seine Modularität und seinen riesigen Funktionsumfang. Django hat einige beeindruckende Stärken dadurch. Es ist extrem vielseitig und eignet sich sowohl für kleine als auch für große Projekte. Dank seiner umfangreichen Dokumentation und einer wirklich großen Community ist es einfach, Hilfe und Ressourcen zu finden. Django unterstützt auch die Wiederverwendung von Code, was die Entwicklung beschleunigt, vor allem wenn ihr mehr als ein Projekt habt, und die Wartung erleichtern kann. Doch wo Licht ist, da ist auch immer Schatten. Aufgrund des großen Funktionsumfangs kann Django als überwältigend empfunden werden, vor allem für Anfänger.
Außerdem kann es schwer sein, aus der Django-Box rauszukommen, wenn man irgendwas sehr Spezifisches oder nicht Standardmäßiges umsetzen möchte. Manche der Entwickler beklagen sich dann über das sogenannte Django-Monolith-Problem und ziehen leichtgewichtigere Alternativen vor. Django eignet sich hervorragend für Webanwendungen, die eine Vielzahl von Funktionen benötigen und schnell entwickelt werden müssen. Dazu gehören zum Beispiel Content-Management-Systeme, soziale Netzwerke oder E-Commerce-Plattformen. Dank seiner Skalierbarkeit und Flexibilität kann Django sowohl für kleine Startups als auch für sehr große Unternehmen eingesetzt werden. Und ja, das ist eigentlich schon Django, unser erster Kämpfer im Python Backend Showdown. Mächtig und vielseitig, aber vielleicht etwas zu umfangreich für manche Geschmäcker. Bleibt dran, denn als nächstes betritt Flask die Bühne, das leichte, minimalistische Framework, das sich nicht von Django einschüchtern lassen will. Flask ist ein leichtgewichtiges und flexibles Framework, das 2010 von Armin Rohnacher als Aprilscherz begann. Kein Witz an der Stelle. Aber keine Sorge, liebe Zuschauer, Flask ist heute alles andere als ein Aprilscherz. Es hat sich schnell zu einem der beliebtesten Micro-Frameworks für Python entwickelt, weil es einfach zu erlernen ist und gleichzeitig genug Raum für Erweiterungen bietet. Flask ist wie der wendige Ninja unter den Python Backend Frameworks. Es ist schlank, schnell und dennoch tödlich effizient. Die Stärken von Flask liegen in seiner Einfachheit und Flexibilität. Wenn ihr nach einem Framework sucht, das nicht zu viele Vorschriften macht und euch die Freiheit lässt, eure eigenen Entscheidungen zu treffen, dann ist Flask definitiv der richtige Kandidat für euch. Allerdings hat auch unser Ninja ein paar Schwächen. Flask kommt nicht mit eingebauten Funktionen für Dinge wie Authentifizierung oder Datenbankverwaltung, was bedeutet, dass ihr auf externe Bibliotheken zurückgreifen müsst, um diese Funktionalitäten hinzuzufügen. Das kann natürlich ein Vorteil, aber es kann halt auch ein Nachteil sein, je nachdem, wie viel Kontrolle ihr über euer Projekt haben möchtet. Für größere Projekte, die eine umfangreiche Funktionalität erfordern, kann Flask sehr schnell sehr unübersichtlich werden und zum Beispiel einfach zu viele Erweiterungen verlangen. Flask eignet sich hervorragend für kleinere bis mittlere Anwendungen, bei denen Flexibilität und Einfachheit im Vordergrund stehen. Es ist die ideale Wahl für Entwickler, die schnell Prototypen erstellen wollen oder einen einfachen Webservice aufbauen wollen, ohne sich jetzt durch die Komplexität eines Riesen-Frameworks wie Django kämpfen zu müssen. Auch für Projekte, bei denen ihr eine maßgeschneiderte Lösung benötigt, kann Flask das Richtige sein. Flask kann jedoch auch bei größeren Projekten eingesetzt werden, wenn ihr bereit seid, eben diese zusätzliche Arbeit zu investieren und die fehlende Funktion durch Erweiterung und Integration zu ergänzen. In diesem Fall kann Flask als eine Art Lego-Baukasten betrachtet werden, bei dem ihr eben die benötigten Teile selbst zusammenstellt, um euer individuelles Backend zu erschaffen. Nachdem wir jetzt also unseren wendigen Flask Ninja kennengelernt haben, ist es an der Zeit, uns dem nächsten Kandidaten zuzuwenden. Fast API, dem blitzschnellen Neuling in der Python Backend Arena. Nachdem wir uns bereits zwei der Python Backend Schwergewichte angesehen haben, betritt nun ein weiterer Herausforderer die Arena. Fast API. Obwohl es ein relativer Neuling in der Python Backend Welt ist, hat es sich sehr schnell einen Namen gemacht und eine treue Anhängerschaft gewonnen. Entwickelt von Sebastian Ramirez und erstmals im Jahr 2018 veröffentlicht, hat Fast API das Ziel, hohe Leistung mit einer einfachen und intuitiven Syntax zu kombinieren. Das Framework nutzt die Vorteile von Python 3.7 Plus Features wie Typhinweise und asynchrone Programmierung, um ein schnelles und modernes Backend-Erlebnis zu bieten. Fast API hat einige beeindruckende Stärken. Da es auf Starlet und Pydantic aufbaut, ist es unglaublich schnell und effizient. Tatsächlich gehört es zu den schnellsten Python Backend Frameworks, die überhaupt derzeit verfügbar sind. Die Syntax von Fast API ist zudem einfach und leicht verständlich, was die Lernkurve relativ flach hält. Zudem verfügt es über eine hervorragende automatische API-Dokumentation, die auf OpenAPI und JSON-Schemata basiert. Das bedeutet, dass eure API-Dokumentation immer auf dem neuesten Stand ist, ohne dass ihr zusätzlich irgendeine Arbeit investieren müsst. Aber keine Schlacht wäre vollständig, ohne auch die Schwächen des Gegners zu enthüllen. Da Fast API noch ein sehr junges Framework ist, ist seine Community und sein Ökosystem grundsätzlich etwas kleiner als das von Django oder Flask. Das bedeutet, dass ihr möglicherweise weniger Ressourcen oder Drittanbieterpakete zur Verfügung habt. Außerdem ist es, obwohl es natürlich sehr leistungsfähig ist, möglicherweise nicht die beste Wahl für wirklich große und komplexe Anwendungen, da es eben nicht oder
noch nicht den gleichen Grad an eingebauten Funktionen, wie jetzt Django zum Beispiel bietet. Fast API eignet sich hervorragend für Projekte, bei denen Schnelligkeit und Leistung entscheidend ist. Es ist ideal für die Erstellung von REST APIs und Microservices und dank seiner asynchronen Fähigkeiten ist es auch natürlich gut geeignet für Echtzeitanwendungen wie WebSockets. Wenn ihr ein Projekt habt, bei dem Schnelligkeit, Effizienz und eine moderne, saubere Syntax im Vordergrund stehen, dann könnte Fast API genau das Richtige für euch sein. Aber seid gewarnt, wenn ihr euch für Fast API entscheidet, tretet ihr in den Ring gegen Schwergewichte wie Django oder Flask, die jeweils natürlich ihre treuen Anhänger und beeindruckenden Fähigkeiten haben. Lasst uns nun unsere Aufmerksamkeit auf Pyramid richten. Ein Framework, das vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie Django oder Flask, aber dennoch eine treue und engagierte Anhängerschaft hat. Pyramid wurde 2010 als Teil Pylons entwickelt und hat sich seitdem als flexibles und erweiterbares Framework etabliert. Es ist wie das Schweizer Taschenmesser unter den Python Backend Frameworks. Es mag nicht so glänzend sein wie die anderen, aber es ist verlässlich und kann für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt werden. Die Stärke von Pyramid liegt in seiner Flexibilität. Es zwingt euch nicht in einen bestimmten Arbeitsablauf oder eine bestimmte Struktur und erlaubt es euch, eure Anwendung so zu gestalten, wie ihr es für richtig haltet. Pyramid ist minimalistisch und bietet nur die grundlegenden Funktionen, was bedeutet, dass ihr die Freiheit habt, die Komponenten und Bibliotheken eurer Wahl hinzuzufügen. Die Kehrseite dieser Flexibilität ist jedoch, dass Pyramid eine steilere Lernkurve haben kann, besonders für Anfänger. Da es weniger vorgefertigte Lösungen und weniger strikte Konventionen gibt, müsst ihr mehr Entscheidungen selbst treffen und möglicherweise mehr Zeit in die Planung und Strukturierung eurer Anwendung investieren. Pyramid eignet sich hervorragend für Projekte, die eine hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität erfordern. Wenn ihr eine Web-Anwendung entwickeln möchtet, die nicht diesen typischen CRUD-Anforderungen entspricht, oder wenn ihr spezielle Anforderungen habt, die nicht von anderen Frameworks abgedeckt werden, dann könnte Pyramid die richtige Wahl für euch sein. Es ist auch natürlich eine gute Option für erfahrene Entwickler, die lieber ihre eigene Struktur und Architektur entwerfen möchten, statt sich an vorgegebene Muster halten zu müssen. So, und jetzt bereitet euch vor auf die letzte Runde unserer Python Backend Framework Konfrontation. Es betritt die Bühne Tornado. Der letzte Kämpfer, der sich in unserer epischen Schlacht anschließt, ist Tornado. Nein, wir sprechen nicht von einem Wirbelsturm, der durch eure Stadt fegt, sondern von einem mächtigen Python Backend Framework, das ursprünglich von Friendfeed entwickelt wurde, bevor Facebook das Unternehmen übernahm. Tornado ist ein asynchrones Framework, das sich besonders gut für Anwendungen eignet, die mit vielen gleichzeitigen Verbindungen arbeiten. Es ist so eine Art Rennpferd unter den Python Backend Frameworks, schnell und agil, aber vielleicht nicht die beste Wahl, wenn es um schwere Lasten geht. Tornado hat einige beeindruckende Stärken. Zum Beispiel ist es sehr, sehr schnell und eignet sich hervorragend für Echtzeitanwendungen und WebSockets. Darüber hinaus ist es sehr leichtgewichtig und lässt sich gut mit anderen Bibliotheken und Frameworks kombinieren. Allerdings gibt es auch einige Schwächen. Tornado bietet nicht die gleichen umfangreichen Funktionen wie jetzt Django oder Flask und hat natürlich eine kleinere Community, was bedeutet, dass weniger Ressourcen und Support zur Verfügung stehen. Wenn ihr eine Echtzeitanwendung, also sowas wie einen Chat-Server oder eine API mit sehr vielen gleichzeitigen Verbindungen plant, dann könnte Tornado euer treuer Begleiter sein. Es mag nicht alle Perks seiner Konkurrenten haben, aber es ist schnell und vor allem flexibel und wird euch helfen, eure Projekte mit Stil und Geschwindigkeit in die Zielgerade zu bringen. So, und jetzt, da wir alle unsere Kämpfer kennen, ist es an der Zeit, sie anhand der Kriterien Performance, Skalierbarkeit, Einfachheit und Lernkurve, Community und Support sowie Dokumentation und Ressourcen gegeneinander antreten zu lassen. In den folgenden Kapiteln werden wir diese Kriterien analysieren und die einzelnen Frameworks miteinander vergleichen. Wer wird als Sieger hervorgehen, fragt ihr euch. Bevor wir uns ins Gefecht stürzen, müssen wir uns ganz kurz auf die Kriterien einigen, die ich gerade schon erwähnt habe. Denn ohne objektive Maßstäbe könnten wir uns in endlosen Diskussionen verlieren, welches Framework einfach das Beste ist. Daher haben wir 5 entscheidende Kriterien ausgewählt, die uns bei der Beurteilung der verschiedenen Frameworks helfen sollen. Der entscheidende Faktor in der digitalen Welt ist doch die Performance. Niemand mag langsame Webseiten oder Apps, die ewig brauchen, um zu reagieren. Daher werden wir uns ansehen, wie schnell und effizient die einzelnen Frameworks arbeiten und wie sie sich im direkten Vergleich schlagen. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Skalierbarkeit. Denn wer weiß, vielleicht wird eure nächste Webanwendung ein großer Erfolg und ihr müsst sehr schnell auf eine wachsende Nutzerbasis reagieren.
Wir werden untersuchen, wie gut sich die verschiedenen Frameworks an unterschiedliche Anforderungen anpassen lassen und ob sie mit eurem Erfolg mithalten können. Informatiker mögen kluge Menschen sein, aber auch sie haben keine unbegrenzte Zeit und vor allem keine unbegrenzte Geduld. Daher werden wir die Einfachheit und die Lernkurve der verschiedenen Frameworks betrachten. Wir wollen herausfinden, welches Framework am einfachsten zu erlernen und zu verwenden ist, ohne dabei auf Funktionen zu verzichten. Ein starkes und hilfsbereites Netzwerk kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Daher werden wir die Größe und Qualität der Communities hinter den verschiedenen Frameworks bewerten. Denn wer möchte schon alleine in der Wildnis der Backend-Entwicklung kämpfen? Zu guter Letzt wollen wir sicherstellen, dass es genügend Ressourcen und Dokumentation gibt, um euch bei eurer Arbeit mit den verschiedenen Frameworks zu unterstützen. Denn wie das alte Sprichwort sagt, ein gut informierter Informatiker ist ein glücklicher Informatiker. Mit diesen Kriterien im Gepäck sind wir nun also bereit, uns diese Gegenüberstellung anzuschauen. Die erste Runde unserer epischen Schlacht beginnt mit dem Vergleich der Performance unserer Kandidaten. Schließlich will niemand eine lahme Ente als Python Backend Framework benutzen. Django ist bekannt für seine Robustheit und Stabilität, aber in puncto Geschwindigkeit kann es manchmal hinter seine Konkurrenten zurückfallen. Flask hingegen ist leichtgewichtig und schnell, aber seine Einfachheit kann manchmal zu Lasten der Performance gehen, wenn man viele Erweiterungen zum Beispiel hinzufügt. Fast API ist der Usain Bolt unter den Frameworks. Es ist wirklich schnell, modern und asynchron. Pyramid bietet eine solide Performance und ermöglicht es Entwicklern, die optimale Balance zwischen Geschwindigkeit und Flexibilität zu finden. Tornado schließlich, wie schon erwähnt, ist extrem schnell bei Echtzeitanwendung und gleichzeitigen Verbindungen. In dieser Runde ist es schwer, einen klaren Gewinner zu ermitteln, da die Performance stark von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung abhängt. Dennoch ist Fast API sicherlich ein herausragender Kandidat in puncto Geschwindigkeit. In der nächsten Runde dreht sich alles um die Skalierbarkeit, denn wenn eure Webanwendung plötzlich viral geht, müsst ihr eben auch sicherstellen, dass euer Backend-Framework damit umgehen kann. Django bietet eine sehr gute Skalierbarkeit, aber seine monolithische Architektur kann zu Problemen führen, wenn man sehr große Anwendungen entwickelt. Flask ist flexibel und erweiterbar, was die Skalierbarkeit erleichtert, aber auch hier können Probleme auftreten, wenn man viele Erweiterungen verwenden muss. Fast API punktet auch in dieser Runde, denn seine asynchrone Architektur ermöglicht es, große Mengen von Anfragen effizient zu bewältigen. Pyramid bietet eine hohe Skalierbarkeit, da es sowohl kleine als auch große Projekte unterstützt. Tornado zeigt seine Stärke bei Echtzeitanwendungen und WebSockets, aber seine Skalierbarkeit kann in anderen Szenarien eingeschränkt sein. In dieser Runde sticht Fast API erneut als starker Kandidat hervor, wobei auch Pyramid und Flask natürlich gute Optionen für skalierbare Anwendungen bieten. Unsere dritte Runde konzentriert sich auf die Einfachheit und Lernkurve der Frameworks, denn wer will schon seine wertvolle Zeit damit verschwenden, ein unnötig komplexes Framework zu erlernen. Django ist bekannt für seine Batteries Included Philosophie, die es einfach macht, schnell loszulegen, aber die Lernkurve kann steil sein, vor allem wenn man tiefer in die Materie einsteigt. Flask hingegen punktet mit seiner Einfachheit und dem modularen Ansatz, was es zu einer guten Wahl für Einsteiger macht. Fast API ist zwar schnell und leistungsstark, aber seine asynchrone Natur kann die Lernkurve stark erhöhen, insbesondere für Entwickler, die mit asynchroner Programmierung nicht so sehr vertraut sind. Pyramid bietet eine flexible Architektur, die es erlaubt, die Komplexität an die Bedürfnisse des Projekts anzupassen. Das kann jedoch auch dazu führen, dass Entwickler vor der Entscheidung stehen, welche Komponenten sie verwenden möchten, was die Lernkurve erhöhen kann. Tornado ist für seine Einfachheit und Effizienz bekannt, aber auch hier kann die asynchrone Programmierung für Neulinge eine Herausforderung darstellen. In dieser Runde zeigt sich also Flask als der einsteigerfreundlichste unter den Kandidaten, während Django, Pyramid und Tornado für erfahrene Entwickler, die sich mit den jeweiligen Konzepten auseinandersetzen wollen, interessante Optionen bieten. In der vierten Runde unserer Backend-Schlacht betrachten wir die Community und den Support, die hinter den verschiedenen Frameworks stehen. Denn ein starkes Netzwerk und hilfsbereite Mitstreiter können den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Django genießt eine riesige Community und vor allem eine aktive Community, die seit vielen Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Zahlreiche Online-Kurse, Tutorials, Stack Overflow-Beiträge, all das ist immer zur Hand, wenn ihr auf Probleme stoßt. Flask verfügt ebenfalls über eine beachtliche Community, die stetig wächst und sich durch ihre Hilfsbereitschaft auszeichnet. Ihr findet auch zum Beispiel einen Flask-Kurs bei mir auf der Bootstrap Academy bzw. auf dem Kanal hier.
Fast API, obwohl jünger als Django und Flask, hat bereits eine engagierte und wachsende Community aufgebaut, die bereit ist, anderen Entwicklern unter die Arme zu greifen. Pyramid hingegen hat eine etwas kleinere Community, aber das bedeutet nicht, dass ihr auf euch allein gestellt seid. Die Mitglieder sind hilfsbereit und engagiert. Schließlich verfügt auch Tornado über eine unterstützende Community, die sich jedoch stärker auf die Echtzeit- und asynchrone Programmierung konzentriert. In dieser Runde würde ich deswegen Django und Flask als die klaren Favoriten wählen, wenn es um Community und Support geht. Fast API holt jedoch auf und bietet ebenfalls eine solide Unterstützung. In der letzten Runde unserer epischen Backend-Schlacht widmen wir uns der Dokumentation und den Ressourcen, die für die verschiedenen Frameworks verfügbar sind. Denn wie das gute alte Sprichwort sagt, eine gute Dokumentation hat schon von manchem Nervenzusammenbruch bewahrt. Django ist bekannt für seine umfangreiche und gut strukturierte Doku, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Entwickler hilfreich ist. Flask punktet ebenfalls mit einer soliden Dokumentation und einer Vielzahl von Tutorials, die euch den Einstieg erleichtern. Fast API hat trotz seines jüngeren Alters bereits eine beeindruckende Dokumentation aufgebaut, die viele Aspekte des Frameworks abdeckt und auch die asynchrone Programmierung behandelt. Pyramid verfügt über eine umfassende Dokumentation, die jedoch aufgrund der Flexibilität des Frameworks manchmal etwas überwältigend sein kann. Tornado bietet ebenfalls eine ausführliche Dokumentation, die sich jedoch stärker auf die asynchrone Programmierung und Echtzeitanwendung konzentriert. Und in dieser Runde gibt es deswegen einfach keinen klaren Gewinner. Alle haben gute Dokumentation und viele Ressourcen. Allerdings können vielleicht Django und Flask aufgrund ihrer etablierten Community und der Fülle an Tutorials möglicherweise einen kleinen Vorteil für sich beanspruchen. Nun haben wir alle 5 Kriterien Performance, Skalierbarkeit, Einfachheit, Community und Doku analysiert und miteinander verglichen. Im nächsten Kapitel, dem Fazit, werden wir die Ergebnisse zusammenfassen und Empfehlungen aussprechen, um euch vielleicht ein bisschen die Entscheidung zu erleichtern. Die Schlacht mag bald vorbei sein, aber die Kämpfe in der Backend-Welt, die gehen weiter. In unserer epischen Python-Backend-Schlacht haben wir 5 mächtige Frameworks gegeneinander antreten lassen. Django, Flask, Fast API, Pyramid und Tornado. Nach einem erbitterten Kampf, bei dem wir Performance, Skalierbarkeit, Einfachheit, Community und Doku analysiert haben, ist es nun Zeit, Bilanz zu ziehen. Django hat sich als vielseitiges und leistungsstarkes Framework erwiesen, das sich besonders gut für umfangreiche Projekte eignet, bei denen eine solide Struktur und eine große Community von Vorteil sind. Flask hingegen punktet mit seiner Einfachheit und Flexibilität und eignet sich besonders für kleinere Projekte oder solche, bei denen Entwickler ihre eigene Struktur aufbauen möchten. Fast API hat trotz seines jungen Alters beeindruckende Leistungen gezeigt und ist eine ausgezeichnete Wahl für moderne Anwendungen, die von der asynchronen Programmierung profitieren können. Pyramid bietet Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, was es zu einer guten Option für Entwickler macht, die ihre eigenen Komponenten und Strukturen wählen möchten. Schließlich ist Tornado eine solide Wahl für Echtzeitanwendungen und solche, die asynchrone Programmierung erfordern. Die richtige Wahl des Python Backend Frameworks hängt also stark von euren individuellen Bedürfnissen und Projektanforderungen ab. Hier sind einige allgemeine Empfehlungen. Wenn ihr ein umfangreiches Projekt plant, bei dem ihr eben viel braucht, dann solltet ihr Django in Betracht ziehen. Für kleinere Projekte oder solche, die möglichst eine eigene Struktur aufbauen sollen, ist Flask vielleicht die bessere Wahl. Wenn moderne, asynchrone Programmierung und hohe Leistung wichtig sind, solltet ihr vielleicht Fast API in Erwägung ziehen. Wenn ihr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit haben wollt, könnte Pyramid richtig für euch sein. Und natürlich für Echtzeitanwendungen und solche, die asynchrone Programmierung erfordern, da ist eher Tornado eine gute Wahl. Damit hat jedes Python Backend Framework aus diesem Video seinen eigenen Anwendungsfall. Schön, da wurde die Schlacht doch glatt zum Cozy Game. Ich hoffe, dass dieser kleine Vergleich euch dabei hilft, das passende Backend Framework für eure Projekte zu finden und eure Feinde, seien es komplexe Datenstrukturen oder hartnäckige Bugs, in die Knie zwingen. Ich weiß, das Video war vielleicht ungewöhnlich lang, vielleicht auch nicht so sehr. Ich werde an euren Kommentaren und der Watchtime merken, ob es euch zu lange war und euch gefallen hat. Aber fühlt euch frei zu kommentieren, welches der Frameworks für euch gewonnen hat und wieso ihr eigentlich dafür Tutorials wollt. Möge der beste Code gewinnen.